Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem kurzen Wilds Anfänger Guide für Leute, vor allem die den Dungeon noch nie gefarmt haben. Und es ist eigentlich ziemlich simpel, der Dungeon ist gar nicht so schwierig eigentlich, wenn man ihn versteht. Und eigentlich ist es auch nur der Bossfight, den man wirklich verstehen muss. Der Rest ist eigentlich relativ, naja, für Dungeon-Verhältnisse zumindest normal. Und deswegen fangen wir eigentlich auch direkt mit dem Endboss an, weil im Endeffekt dreht sich ja alles um den. Und das Ganze ist so, Wilds ist ein Cursed Dungeon, das heißt, er beginnt ab Level 141, vorher kann man ihn gar nicht erst herausfordern. Es gibt noch die Story-Schwierigkeit und die Infernal-Schwierigkeit. Die Story-Schwierigkeit ist halt für die Quest gedacht, dass man da in einem Run die komplette Questreihe durchspielen kann, plus er die Story dazu hat. Und die Infernal-Schwierigkeit ist dann ab Level 166, die nochmal schwieriger ist. Also alle Monster haben mehr AP, der Boss hat mehr AP, alles macht mehr Schaden und theoretisch ist auch die Droprate besser. Wobei man ab der Schwierigkeit natürlich auch höhere Dungeons farmen könnte. Genau, und wir machen gleich einen Run auch zusammen, wo ich noch ein paar Sachen erkläre zu den anderen Monstern und so weiter. Aber hier jetzt erstmal zum Bossfight, weil das eigentlich das Wichtigste ist, aber den erkläre ich dann auch nochmal im Dungeon direkt. Er ist Wind, das heißt, die Damage-Dealer brauchen ein Element Feuer auf der Waffe. Ist sogar sehr wichtig eigentlich. Erde wäre sehr schlecht, weil mit Erde macht man weniger Schaden und mit Feuer macht man eben mehr Schaden. Andere Elemente sind neutral, also keine Schadensverringerung, keine Schadenserhöhung. Es wäre aber wirklich empfehlenswert, dass zumindest die Damage-Dealer auf jeden Fall Feuer haben. Reine AOE-Klassen wie Elementor und Psykeeper, bei Psykeeper sowieso und bei Elementor ist es relativ egal, was für ein Element die haben, aber die Damage-Dealer sollten auf jeden Fall Feuer haben und der Tank sollte entsprechend Feuer auf der Rüstung haben, weil Feuer auf der Rüstung auch den Schaden wiederum verringert, den alle Monster an ihm machen, weil nicht nur der Boss ist Wind, sondern alle Monster im Dungeon sind Wind. Genau, bis auf die Totems, aber die Totems sind auch technisch gesehen keine wirklichen Monster. Ja, dann das hier ist eigentlich alles relativ egal. Mit diesen Werten kann man relativ wenig anfangen. Er hat 500 Millionen HP. Das ist ziemlich viel. Also man braucht auf jeden Fall schon gute Damage-Dealer, um ihn killen zu können. Richtwert würde ich jetzt mal behaupten, sollten ja mindestens 1 Million DPS sein. Da man ja auch noch die Zeit zum AOEen braucht. Und mit 1 Million DPS bräuchte man allein für den Bosskampf also ich sag mal so, 1 Million DPS aufrechtzuerhalten ist relativ schwierig. Also ich sag mal, für den Bossfight sollte man so Pi mal Daumen 10 Minuten einrechnen, wenn man den jetzt zum ersten Mal macht oder noch nicht so erfahren ist. Und für den Weg zum Boss sollte man so 20 bis 30 Minuten einrechnen. Also im besten Fall braucht man eine halbe Stunde oder weniger. Der erste Run wird wahrscheinlich ein bisschen chaotischer sein, ein bisschen länger brauchen. Aber anpeilen sollte man immer so circa eine halbe Stunde als Maximum und im besten Fall sogar kürzer. Und genau. Also der Bossfight an sich sollte dann eigentlich nicht länger als 10 Minuten dauern, weil der Weg zum Boss ist eigentlich das Schwierigere. Oder zumindest das, was länger dauert, besser gesagt. Vorausgesetzt, es sind entsprechende Damage-Dealer und AOE in der Gruppe. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zur Mechanik und das ist eigentlich das einzig Schwierige an dem Dungeon. Also ich meine, alles andere ist relativ simpel oder auch nicht großartig anders als in anderen Dungeons. Das Interessante ist der Bossfight und hier vor allem diese Fever-Mechanik. Also, der Boss hat eine Mechanik, die nennt sich eben Fever. Jungle Fever in dem Fall. Auf Deutsch Fieber. Fieber ist ja eh fast das gleiche Wort. Und dieses Fieber ist der Knackpunkt im Endeffekt. Also wir können hier mal draufklicken, was es quasi macht. Es ist ein Debuff und grundsätzlich ist es Single Target, aber dazu kommen wir gleich. Das Ganze hält 10 Sekunden. Ja. Und hier, diese Information ist wichtig, weil ja, es ist zwar Single-Target grundsätzlich, aber es hat eine Spread-Range. Also Spread on Expire heißt, es verbreitet sich beim Auslauf oder beim Ablauf. Und das bedeutet, wenn diese 10 Sekunden um sind, dann erhalten alle Charakter, die sich in einer Reichweite von 32, ich schätze mal, das sollen 32 Meter sein. Was sind 32 Meter in Flyfair? Fragt mich auch nicht, das weiß ich selber nicht. Das muss man ungefähr abschätzen, das ist einfach Erfahrung. Das weiß man irgendwann einfach ziemlich genau oder ungefähr, wie weit man weglaufen muss, dass man es auf jeden Fall nicht bekommt. Und dieses Spread on Expire 32 bedeutet letztendlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo es abläuft, alle mindestens diese Distanz zu demjenigen haben müssen. Das ist für gewöhnlich der Tank, der das Fieber hat, sich entfernen müssen, um auf jeden Fall das Fieber nicht zu bekommen. Und warum ist das wichtig?
Das Fever ist tatsächlich ein richtig heftiger Debuff. Es macht alle Stats minus 50, Geschwindigkeit minus 40, Cast Time minus 50 und Attack Speed minus 20. Also du machst weniger Schaden, hast weniger HP, bist langsamer in sowohl Angriffsgeschwindigkeit, Castzeit, als auch Laufgeschwindigkeit. Also es ist wirklich ein kompletter Debuff, der alles debufft. Und vor allem, wenn du jetzt im Equipment nicht ultra krass unterwegs bist, bedeutet das auch, dein Schaden wird sich vehement verringern. Also es ist wirklich wichtig, dass man dieses Fever dodgt. Wie genau das dann funktioniert, wie gesagt, das können wir uns dann noch im Dungeon direkt angucken. Aber wichtig ist eigentlich nur, dass man immer das Fever im Auge behält. Das wird auch bei den Statusmeldungen angezeigt. Also bei den Buffs wird das angezeigt als Statusmeldung. Und man muss einfach immer auf dem Schirm haben, dass man, sobald man dieses Fever hat, sich halt von allen anderen entfernen muss, damit sich es eben nicht verbreitet. Weil wenn man da einmal der Wurm drin ist, glaubt mir, das ist richtig nervig und es kostet einen ultra viel Zeit. Also wird aus einem 10-minütigen oder schnelleren Bosskampf werden plötzlich 15 oder im schlimmsten Fall sogar 20 Minuten, weil dann auch die Leute anfangen zu sterben, wenn sie so langsam sind und wenig HP haben und den Skills nicht mehr ausweichen können. Also das ist tatsächlich echt schlimm. Genau. Aber das ist eigentlich das Einzige, was man wirklich beachten muss. Neben der Supercharged-Mechanik. Die Supercharged-Mechanik ist folgendes. Und zwar, also es gibt im Dungeons ja Totems und beim Boss auf der Plattform steht auch ein Totem. Dieses Totem sorgt dafür, dass einfach ein zusätzlicher Skill gecastet wird im Bossfight, der aber mit Abstand der angenehmste ist, also macht keinen wirklichen Damage. Und diesen Skill beziehungsweise dieses Totem sollte man im besten Fall einfach ignorieren. Warum? Weil, wenn man das Totem kaputt machen würde, direkt zu Beginn des Kampfes, wie es leider sehr viele Spieler machen, ist es so, dass dieser Buff hier anfängt zu laufen. Der nennt sich Supercharged. Und in dieser Zeit ist der Holozip aufgeladen quasi und droppt, wenn er stirbt, 10%. Also zu 10% mehr Drops und auch 10% mehr XP. Ich meine, XP interessiert sowieso niemanden in dem Dungeon. Aber das ist quasi der Buff. Und wenn du das quasi direkt zum Beginn des Bossfights auslöst, naja, du tötest den Boss höchstwahrscheinlich nicht in einer Minute, dann verlierst du auch diesen 10% Drop-Bonus letztendlich. Also die XP, wie gesagt, die interessieren eigentlich keinen. Und das ist halt das Problem letztendlich. Und deswegen lässt man das Totem bis zum Ende eigentlich stehen. Und der Skill von dem Totem ist auch ein bisschen ätzend, aber da ist meine persönliche Erfahrung, den kann man am ehesten ignorieren. Also das Fever zu ignorieren ist fast unmöglich, weil das Fever ist schon sehr brutal. Diesen Static Debuff, den das Totem leider auslöst, den kann man schon eher ignorieren. Der ist auch relativ ätzend, der macht aber in Anführungszeichen nur Geschwindigkeit minus 20 und Incoming Damage plus 50. Incoming Damage plus 50 ist natürlich ziemlich heftig. Allerdings ist es so, dass man im Bossfights sowieso die meisten Skills dodgen sollte. Weswegen das für gewöhnlich eigentlich kein allzu großes Problem ist. Also die minus 20 Speeds sind eigentlich das größere Problem, weil das macht das Dodgen schwieriger, aber im besten Fall wird dieser Static Skill überhaupt nicht ausgelöst. Problem beim Static Skill ist tatsächlich, dass der auch spreadet, also wenn der einmal drin ist, den kriegst du wirklich fast gar nicht mehr los, weil da ist das Problem, dass die Spread Range doppelt so hoch ist wie beim Fieber und doppelt so hoch wie beim Fieber heißt wirklich fast der gesamte Bossraum oder fast das gesamte Gebiet des Bosses ist eigentlich diese Range oder eine wirklich sehr, sehr große Range und ja, das muss man dann letztendlich eigentlich ignorieren, wenn es wirklich einmal drin ist, weil das wieder loszuwerden ist nahezu unmöglich und das kostet dann auch einfach zu viel Zeit, also das ist dann leichter, dass man einfach aufpasst, dass man dodgt, aber im besten Fall fängt das gar nicht erst an. Das sehen wir dann aber auch gleich noch in dem Run, den wir jetzt machen. Ja, und das waren so grob die Mechaniken erklärt letztendlich. Also wichtig ist, also Static ist jetzt von dem das, was man am ehesten vernachlässigen kann. Das Fever ist extrem wichtig, ja, weil das versaut ja den gesamten Run. Und Supercharged mitzunehmen ist auch wichtig, also dass das Totem erst zum Ende des Bossfights getötet wird. Man legt meistens irgendeinen Wert fest, zum Beispiel 20 Millionen. Wenn der Boss bei 20 Millionen ist, greift jeder das Totem an. Dann macht man das Totem kaputt. Der Boss muss dann in der Nähe des Totems sein, damit er den Supercharged Buff bekommt. Und dann hat man 1 Minute Zeit, den Boss zu töten. Und dann hat man 10% mehr Drop-Chance. Und das sind eigentlich alle diese verschiedenen Mechaniken, von denen es zugegebenermaßen relativ viele in diesem Dungeon gibt. Speziell alle im Bossfight einmal kurz erklärt.
Ja, und dann noch kurz das Allgemeine. Also der Dungeon befindet sich hier in Coral Island, direkt bei den Aatrox, auch direkt bei der Stadt. Übrigens, diese Symbole sind immer die Dungeon-Symbole auf jeder Map. Also man kann einfach nach diesen Symbolen gucken. Hier unten ist auch eins, das ist ein bisschen anderes Symbol, aber ist auch ein Dungeon. Ja, man muss schon ein bisschen ranzoomen, ein bisschen suchen, aber man kann sie tatsächlich auf der Karte wirklich einfach so finden, wenn man ein bisschen guckt. Genau, dann gibt es eben hier 3 verschiedene Schwierigkeiten. Story, die machen wir jetzt. Wildnis normal, das ist bis 141 bis 165 und dann 166 plus ist Infernal, was einfach nochmal schwieriger ist und mehr Drops verspricht. Ja, dann Curse-technisch ist es auch so, dass man sich da natürlich noch einen Gefallen tun kann. Ich persönlich würde hier empfehlen, man nimmt Phantomschmerz, Shades Verstärkung, Fluch der ertrunkenen Rangda und Shades Adrenalin. Ja, das sollte man natürlich erstmal nicht machen. Also wenn man sich unsicher ist oder den Dungeon das erste Mal macht oder nicht weiß, wie der Tank so drauf ist, sollte man es vielleicht erstmal weglassen. Allerdings ist es so, dass das keinen so gigantischen Unterschied macht. Also wenn man grundsätzlich in der Lage ist, den Dungeon zu tanken und das halt nicht so, dass man quasi mit jedem Schlag fast tot sein könnte, sondern relativ komfortabel tanken kann, dann ist das eigentlich kein Problem, diese Curses zu aktivieren, vor allem wenn jeder im Team weiß, was er tut. Die letzten beiden Skills geben mehr Erfahrung, die wir jetzt hier nicht aktivieren. Davon würde ich persönlich eher abraten. Das hier sorgt alles dafür, dass man mehr Schaden macht oder bessere Items droppt. Das sind so die Curses, die ich persönlich immer machen würde. Die Erfahrungscurses, ehrlich gesagt, würde ich immer weglassen. Aber das muss man natürlich selber entscheiden, beziehungsweise mit der Gruppe absprechen. Wenn jeder dabei ist, kann man sie auch anmachen, dann gibt es halt ein bisschen mehr XP. Aber wie gesagt. So, wir gehen jetzt in Story rein. Dann zeige ich noch kurz den Weg und was es sonst noch zu beachten gibt. Also bei den Kobras sind eigentlich die einzigen Monster, wo man wirklich noch was beachten muss. Und zwar vergiften die einen und dieses Gift sorgt dafür, dass die HP-Wiederherstellung verringert wird. Ist jetzt aber eigentlich auch nicht weiter schlimm. Man könnte es theoretisch mit dem Antidote Potion immer wieder entfernen. Also der Debuff kommt auch nicht die ganze Zeit. Also es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt Antidote Potion spammen würde, könnte man den Debuff easy weghalten. Also könnte man dafür sorgen, dass er nicht mehr kommt. Allerdings hat es früher auch noch extrem viel Schaden gemacht. Das wurde aber gefixt zum Glück. Das heißt, es ist wirklich eigentlich nur noch dieser Gift-Debuff, dieser HP-Wiederherstellungs-Debuff. Und der ist eigentlich halb so schlimm tatsächlich. Also, wie gesagt, wenn der Tank komfortabel tanken kann, dann spielt das keine Rolle. Plus die Ringmaster müssen natürlich fleißig healen. Dann sollte das in der Regel kein Problem sein. So, das heißt, man tötet immer die Monster. Wie gesagt, bei den Kobras vielleicht ein bisschen weniger pullen, wegen dem Debuff. Aber grundsätzlich sind die jetzt auch nicht so viel stärker als die anderen. Und dann tötet man die Monster. Und da muss man immer das Totem töten, damit die nächsten Monster spawnen. Also anders als in anderen Dungeons. Es gibt auch Dungeons, wo das so ist, dass man einfach alle Monster auf einmal töten kann. Envy Deaths wäre da das gängige Beispiel. Ist es hier so, dass erstens wirklich immer genau die Anzahl an Monster spawnt, die man auch töten muss. Und dann geht es erst weiter sozusagen. Ja? Und ich habe jetzt die Monster getötet. Das sind immer 60 plus 1, also 60 Monster plus das Totem. Dann spawnt der Zwischenboss und erst dann spawnen die weiteren Monster. Ja? Also die nächsten Monster wären jetzt noch gar nicht da, wenn ich davor laufen würde. Die kommen erst, wenn dieser Boss jetzt hier tot ist. Was jetzt bei der Cobra noch aufgefallen ist, was ich noch erwähnen könnte, ist, die macht diesen Gefesselt-Debuff. Also die legt dir quasi eine Kette an. Und die verringert tatsächlich auch nochmal stark deine Stats. Also ist normalerweise vollkommen egal. Also der Tank tankt die ja. Und der hat damit normalerweise auch keinerlei Probleme. Kann man aber gewurren, den Skill. Ja? Also das ist auch nicht schlimm, wenn man den gewurrt. Also falls man da Probleme haben sollte, kann man den einfach mit Gewurr oder mit einer Skull of Holy aufheben. Gewurr wäre natürlich die günstigere Alternative. Dann geht's weiter hier mit den Doppelstreifen-Kobras. Grundsätzlich ist der Tipp, by the way, immer probieren, dass man die Hälfte aller Monster pullt. Also es wären in dem Dungeon eigentlich immer 30. Immer gucken, dass man es mit maximal 2 Pulls schafft. Es geht auch mit einem Pull. Das ist aber eher für erfahrenere Spieler. Da braucht man auf jeden Fall ein bisschen das Knowledge sozusagen. Und dieses Totem hier ist eigentlich auch das einzige, was ja, wirklich nervig ist. Oder sehr nervig ist. Und zwar ist es so, dass dieses Totem eine besondere Fähigkeit hat. Das andere Totem hat einfach nur Schaden gemacht. Dieses Totem hat eine besondere Fähigkeit, die ungefähr von der Reichweite her bis zu dieser Pflanze hier ist. Also das ist so ungefähr die Markierung. Wenn man ein bisschen weiter drüber steht, müsste der Skill dich noch treffen.
Und wenn man hier ungefähr steht, dann trifft er dich nicht. Und was macht dieser Skill? Also wenn man die Monster gepult hat, sollte man immer hinter die Koralle gehen. Und was macht dieser Skill? Tja, er stunt dich. Genau. Und warum das schlecht ist, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was man vermeiden sollte. Grundsätzlich kann man es so machen, der Tank kann hier schon mal die Monster wegpullen. Vielleicht sogar im ersten Pull, aber das muss man auch gucken, wie man es macht. Und dann können die Damage-Dealer schon zum Totem gehen und das Totem schon mal angreifen, damit der Tank dann spätestens in der zweiten Phase, in der zweiten Pull-Phase hier vorne irgendwo stehen bleiben kann im besten Fall. Und genau, da dann nicht gestunt wird und keine Probleme bekommt. Was man auch machen kann, ist natürlich, man kann einfach zum Totem gehen und hier AOEen. Da besteht dann aber, wie gesagt, die Gefahr, dass dann alle gestunt werden, etc. Und das den Run natürlich in die Länge zieht. Dann geht es weiter zu den nächsten Monstern, wenn das Totem kaputt ist. Wie gesagt, ich würde immer empfehlen, ziemlich genau die Hälfte zu pullen. Oder das ist eigentlich keine wirkliche Empfehlung. Das ist eigentlich schon fast ein Must-Have, vor allem wenn man jetzt nicht das stärkste Team hat. Weil man muss wirklich auf die Zeit achten. Es darf nicht viel schief gehen in dem Dungeon, dass man weit über die halbe Stunde drüber kommt. Und vor allem auch einfach das Risiko hat, dass man stirbt. Ja. Genau, hier empfiehlt es sich, dass jemand zusätzlich pullt. Also nicht nur der Tank, sondern noch eine Person. Weil diese Monster hier sind sehr weit gestreut. Da pullt normalerweise einer immer den vorderen Teil, also von hier vorne bis hier. Und die zweite Person pullt dann in der Regel beim Totem, also läuft einmal hier hinten durch und dann trifft man sich hier irgendwo in der Mitte, dass man dann die Monster zusammenpullen kann und besiegen kann. Außerdem, nächstes Totem, nächste Fähigkeit. Dieses Totem stunt tatsächlich, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich kann euch kurz die Position zeigen. Also normalerweise sollte man hier circa, auch wieder die Orientierung an der Koralle, sollte man relativ safe sein. Dann werden die Stunts normalerweise von den Damage-Dealern abgefangen und man selber wird auf jeden Fall nicht gestunt als AOEler. Und dann AOEt man hier die Monster runter und währenddessen sind die Damage-Dealer hier hinten beim Totem. Und kämpfen gegen das Totem und gegen die Stunts müssen sie ausweichen. Die Monster sollten dann natürlich schon weggepult sein, damit der Run smooth weitergehen kann. Also wenn dieses Totem dich trifft mit dem kleinen Kreis, stunt es dich und es spawnt sogar zusätzliche Monster. Diese zusätzlich gespawnten Monster sind allerdings extrem schwach. Die kann man tatsächlich ignorieren. Das merkt man auch an den Namen. Also die normalen Monster heißen Vollstrecker und die gespawnten heißen irgendwie Praktikant, glaube ich sogar auf Deutsch. Ich glaube, die heißen actually Praktikant auf Deutsch. Ja. Total bescheuert, aber ja, das ist so der Clou. Dann immer auf die Anzahl der Monster hier rechts achten. Also wenn ihr das Totem zerstört habt und alle Vollstrecker hier vorne bis circa zu diesem riesigen Baum und also zwischen hier ungefähr, sollten es 39 sein. Also hier ist sogar ein kleines bisschen mehr als die Hälfte. Allerdings pullen ja auch 2 Leute, deswegen ist es in dem Fall auch möglich, dass es gut über die Hälfte ist. Plus halt natürlich das Totem, also 38 Vollstrecker plus Totem. Das ist immer so eine Zahl, die man so im Kopf haben sollte. Wenn das jetzt nur 37 oder 38 wären, dann wüssten wir, okay, wir haben wahrscheinlich was vergessen. Da steht wahrscheinlich noch irgendeiner rum, der weggelaufen ist. Die Tanuki hier haben tatsächlich auch eine besondere Fähigkeit. Ich habe tatsächlich einen vergessen, by the way. Und zwar erhöhen die den eingehenden Schaden, hier steht er, um 20%. Also der Tank bzw. jeder, der von den Viechern angegriffen wird, bekommt 20% mehr Schaden. Dann nächster Mid-Boss-Fight, den man wieder besiegen muss, um zwingend weiterzukommen. Hier ist es so, dass der wieder diese Fähigkeit hat, die eigentlich auch schon das Totem hat. Also einerseits stunt er und spawnt zusätzliche Monster. Und auf der anderen Seite hat er noch eine, also gut, das kann er auch, ja, eine Wegkick-Fähigkeit. Okay, in dem Fall hat sie uns jetzt gestunt. Verringert auch noch unsere Treffgenauigkeit. Sollte uns eigentlich wegkicken? Oder wurde das geändert? Ah, okay. Kickt uns weg. Genau. Also das heißt, dieser mittelgroße Kreis, den sollte man vor allem als Damage-Dealer, aber auch als Tank dodgen. Und die kleinen Kreise ist die gleiche Fähigkeit, wie gesagt, wie vom letzten Totem. Das heißt, die stunt uns. Also hier ist es tatsächlich gut beraten, wenn man tatsächlich jeder einzelnen Fähigkeit ausweicht. Die sind sehr nervig und kosten sehr, sehr viel Zeit, wenn da permanent jemand getroffen wird. Außerdem machen die auch extrem viel Schaden. Also hier hat man tatsächlich auch ein hohes Risiko, dass man stirbt, sowohl als Damage-Dealer als auch als Tank, wenn man sich zu oft und zu viel treffen lässt.
So, der Kollege ist tot. Übrigens, eine Sache habe ich noch vergessen. Kisten, ja. Es spawnen tatsächlich Kisten im Dungeon. Und natürlich auch die Käfige, ja, die Pet-Käfige. Der erste Pet-Käfig befindet sich hinter dem zweiten Totem. Der letzte Pet-Käfig befindet sich nach dem Endboss. Und dann haben wir noch die Kisten. Hier befindet sich eine Kiste, hinter dem ersten Totem befindet sich eine Kiste. Natürlich immer erst, nachdem man den jeweiligen Boss oder das Totem kaputt gemacht hat. Also nach dem ersten Totem kaputt. Eine Kiste, nach diesem Boss hier eine Kiste. Und dann befindet sich noch eine Kiste nach dem dritten Totem. Und wie gesagt, die beiden Käfige hinter Totem Nummer 2 und hinter dem Endboss. Dann bei den Wildholzpirschern ist es so, die haben auch einen Debuff. Der verringert das Attack Speed und Cast Time. Ist jetzt nicht weiter schlimm, weil normalerweise diese Debuffs von den normalen Monstern, wie gesagt, die treffen ja nur den Tank für gewöhnlich. Und wie gesagt, ein Tank sollte... da sind jetzt welche weggelaufen. Ein Tank sollte in der Regel in der Lage sein, alles zu tanken, auch wenn er von sowas getroffen wird. Und der Attack Speed und Cast Time, sorgt ja nicht dafür, dass er schneller stirbt. Nicht wirklich zumindest. Dann dieses Totem hier hat auch eine besondere Fähigkeit. Also jedes Totem hat eigentlich irgendeine Fähigkeit. Das erste Totem hatte auch eine, aber das war einfach nur minimalster Damage over Time tatsächlich. Sollte man aber trotzdem drauf aufpassen, wenn man jetzt anfällig ist. Und dieses Totem macht auch einfach ein bisschen Schaden letztendlich. Dann nächster und letzter Mid-Boss vor dem großen Endboss-Fight. Auch hier ist es wieder so, dass man den Skills definitiv ausweichen sollte. Die machen sehr viel Schaden. Und sollte man nicht drinstehen. Die haben sogar den Nebeneffekt, die Skills, dass man, oder der Boss hat die Fähigkeit, dass er dich vergiftet. Und das Gift von dem Boss ist tatsächlich übelst heftig. Also das ist wie Poison Cloud im PvE. Also ich kann mich auch mal treffen lassen hier. Es ist Hot Air, aber es ist Damage over Time, wollte ich damit einfach nur sagen. Es ist Damage over Time. Und zwar richtig brutal. Also es macht richtig, richtig viel Schaden, wenn der Tank davon getroffen wird. Also jeder andere ist wahrscheinlich instant tot. Und wenn der Tank davon getroffen wird, stirbt auch der Tank innerhalb von 5 Sekunden oder so. Das macht richtig, richtig heftig viel Schaden. Das macht richtig krasse Damage over Time Ticks. Also auch hier sollte jeder, einschließlich dem Tank, den Skills am besten einfach direkt ausweichen, damit es nicht zu Unfällen kommt. So, wenn der Kollege dann stirbt, spawnt hier, wie gesagt, die Kiste. Das kann man wirklich nicht übersehen. In den Kisten befinden sich übrigens vor allem Ultimas, dann noch die Elle Upcut Stone Boxen und Rainbow Cotton Candy, Gold Pill, solche Sachen. Genau. Und ja, dann sind wir im Bossfight-Raum. Hier ist es jetzt, wie gesagt, eigentlich wichtig, dass man die Mechaniken des Boss bereits verstanden hat. Die haben wir uns ganz zum Anfang angeguckt, weil das ja das Elementare in diesem Dungeon ist. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, dass man weiß, was ist Fieber, wie erkenne ich Fieber und was muss ich tun, falls ich Fieber haben sollte. Static, wie gesagt, kann man am ehesten vernachlässigen. Und dann halt wichtig, wenn man die maximalen Drops haben will, das Totem erst am Ende angreifen und kaputt machen. Genau. Dann macht man es für gewöhnlich so, dass man den Boss von der Plattform weglockt. Und dann kommen wir noch zu seinen Fähigkeiten. Also wir haben uns tatsächlich schon Static ausgelöst, aber wie gesagt, das ist nicht ganz so schlimm. Also der größte Kreis ist der von Totem. Der kleinste Kreis ist vom Boss und spawned Additional Monsters, so wie wir es hier gerade sehen. Der zweitkleinste Kreis, also ich kann es nicht besser formulieren. Der zweitkleinste Kreis, der Stunt. Und der mittlere Kreis, also der nicht der riesige Kreis ist, aber der größte von denen vom Boss, der sorgt dafür, dass du Fieber bekommst. Und zwar die gesamte Gruppe bekommt dann Fieber. Und wie wir jetzt hier sehen, weil wir beide nebeneinander stehen, wechseln wir uns jetzt immer ab. Also ich hatte jetzt gerade Fieber, habe gespreadet, das heißt, ich verliere zwar das Fieber, aber jetzt hat Gorlok das Fieber. Und wenn Gorlok jetzt nicht wegläuft, diese 32 Meter, jetzt hab's ich wieder. Und so geht das die ganze Zeit quasi. Also immer müsste einer weglaufen quasi, damit der andere es nicht bekommt. Ja, also jetzt hat's Gorlok, jetzt kann ich da mal kurz gucken. Genau, Gorlok läuft in die eine Richtung, ich in die andere. Und jetzt habe ich es nicht bekommen. Jetzt ist das Fieber weg. Also jetzt haben wir beide kein Fieber mehr. Jetzt kann er wieder zurückkommen und wir können weiterkämpfen. Jetzt habe ich tatsächlich wieder bekommen. Der Tank sollte, wie gesagt, immer weglaufen und die anderen Member können dann eigentlich weiterkämpfen. Also wenn der Tank rechtzeitig reagiert und der Tank hat eigentlich immer als einziger Fieber,
dann, genau, dann verschwindet das dann auch wieder. Genau, und das war's eigentlich so. Das waren eigentlich die Fähigkeiten. Ist eigentlich echt nicht so ultra kompliziert. Wie gesagt, die Fiebermechanik ist halt mit Abstand das Wichtigste. Hier sieht man es jetzt auch wieder. Gorlok wird getroffen, bekommt Fieber von dem zweitgrößten Kreis. Muss weglaufen, damit das nicht spreadet. Wenn es weg ist, dann kann er wieder zurückkommen. Und so ist eigentlich der Bossfight. Und im besten Fall ist es halt aber so, dass das Fieber eigentlich niemals spreadet. Also es sollte eigentlich so sein, dass das gar nicht passiert. Und wenn es eben doch passiert, muss halt jeder wissen, wie man damit umgeht. Und zu guter Letzt halt, also ich mache jetzt nicht den gesamten Bossfight, aber wenn jetzt der Boss ganz niedrig wäre, also normalerweise hätte er 500 Millionen HP, in meinem Fall wäre es jetzt also ein Zehntel davon, also 2 Millionen HP, würde ich sagen, stopp, wir töten jetzt das Totem, dafür am besten den Boss ungefähr in die Nähe der Plattform ziehen, also Pi mal Daumen muss er so ungefähr auf der Höhe der Treppe sein. Nicht ganz, also ich glaube, wenn er hier steht, reicht das auch noch. Aber man sollte den Boss nicht allzu weit von der Plattform wegziehen, sondern immer ungefähr in der Nähe haben. Also einfach einmal draußen rumlaufen. Und wenn man am einen Ende angekommen ist, dreht man halt wieder um. Und dann zerstört man das Totem. Und wenn der Boss in der Reichweite von dem Totem ist, dann bekommt er eben den Supercharged Buff. Das können wir uns jetzt noch kurz angucken. Weil das Totem geht ja zumindest relativ schnell kaputt. Achso, man kann das Fieber irgendwie übrigens gewuhren, aber wenn man das Fieber gewurt, dann bekommt der Ringmaster immer das Fieber. Das ist also theoretisch eine Möglichkeit, ja? Also ich habe jetzt das Fieber zweimal verloren, weil ich mich gegwurt habe. Da müsste aber der Ringmaster mit dem Fieber dann weglaufen. Also das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wie zum Beispiel jemand, der eigentlich kein Tank ist, tanken kann. Also ein Damage Dealer könnte auch tanken, ein Ringmaster könnte das Fieber übernehmen, wegrennen und so das Fieber ein bisschen jonglieren. Macht jetzt aber, wenn man mit einem richtigen Tank spielt, in der Regel keinen Sinn, weil dann kann der Tank einfach weglaufen. Der Tank macht ja sowieso keinen Schaden. Also wenn der mit Weglaufen beschäftigt ist, passt das schon. So, haben wir jetzt das Totem kaputt gemacht. Jetzt sieht man hier, wir haben 10% mehr XP und Droprate. Genau. Und das hält aber nur für 1 Minute. Wenn wir es also nicht schaffen, ihn in 1 Minute zu töten, dann geht der Drop-Buff weg und er ist und bleibt auch weg. Ja? Also deswegen das Totem immer erst am Ende kaputt machen. Und ja, das waren eigentlich alle so mir einfallenden wichtigen Infos für den Bossrun. Also ich denke, die Fragen haben sich vor allem auf den Bossfight bezogen, auf das Fieber. Und ja, ich kann es jetzt hier nicht so gut demonstrieren, weil jemand anderes müsste quasi den zweiten Char steuern, aber ich habe es ja schon ein paar Mal gezeigt. Also ich habe jetzt gerade Fieber verloren. Gorlok hat gerade Fieber. Er läuft weg. Jetzt ist es weg. Ich habe es nicht bekommen, weil er weit genug weg war. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man das weiß, plus das mit dem Totem und der Drop-Chance, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Generell im Dungeon geht halt, Damage-Dealer sollten grundsätzlich immer allen Kreisen am besten ausweichen. Rote Kreise fast immer schlecht, weil Stun oder Tod. Tanks können in der Regel in fast allen Kreisen drinstehen bleiben. Stunts sollte man natürlich am besten dodgen. Und ich meine, gut, wenn man jetzt nicht ultra faul ist, kann man grundsätzlich als Tank auch alles dodgen. Dann haben die Ringmaster ein bisschen weniger Arbeit und müssen dich nicht immer voll heilen. Aber grundsätzlich der Tank kann in der Regel eigentlich auch stehen bleiben. Ja. Aber macht es halt den Ringmastern auch ein bisschen angenehmer, wenn der Tank jetzt hier im Bossfight zum Beispiel nicht andauernd gestunt wird. Oder halt einfach sehr proaktiv agiert. Und ja, falls noch weitere Fragen sind, schreibt sie gerne in die Kommentare. Oder falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und dann, hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Fly Universe Video. Auch gerne ein Guide. Wenn ihr weitere Guides sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, auf die Drops bin ich jetzt nicht eingegangen, aber ich denke, jeder weiß, was hier droppt. Orichalcum und vor allem, also Orichalcum ist der kleine Drop, den man hier sehen möchte. A-Karten und natürlich die Dusagas Crystal Waffen und die 150er sogenannten Wilds Sets. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.